Da sind wir wieder zurück bei Life is Strange in der Remastered-Version. Und heute werden wir die 4. Episode des Spiels spielen. Wir haben ja jetzt in der letzten Folge noch am Ende gesehen, was aus Chloe geworden ist. Da wir ja ihren Vater daran gehindert haben, den Unfall zu haben, an dem er ja gestorben ist. Und ja, es hat alles quasi seine Konsequenzen und das Schicksal oder wie auch immer man das nennen will, braucht einen Ausgleich, denke ich. Deswegen wurde wahrscheinlich Chloe querschnittsgelähmt. Wie das alles jetzt passiert ist, das werden wir jetzt wahrscheinlich ja in dieser heutigen Episode sehen. Darkroom. Ich bin echt gespannt. Ich kenne sie ja schon, aber ich habe es schon ewig halt nicht mehr gesehen und ich werde trotzdem komplett überrascht über einige Sachen sein, die jetzt bei uns oder die vorfallen werden, 100%. Und ja, ich würde sagen, wir fangen an und lass uns anfangen mit dem Darkroom. Vielleicht finden wir heraus, was mit Rachel passiert ist, wenn das schon ein Darkroom ist. Wir befinden uns ja quasi gerade in einer komplett anderen Realität. Max ist beliebt bei den Leuten und trotzdem liegen die Wale am Strand. Chloe ist im Rollstuhl, William, ihr Vater, lebt. Es ist alles komplett anders und trotzdem liegen Wale gestrandet am Strand. So viele Buckelwale. Life is Strange, Remastered, Darkroom. It's weird hanging out with you again. I know. I'm glad we are, though. It was nice that you sent me actual letters. It's more than any of my other friends have done. And you even wrote on that cool parchment paper. That's so Max. So pretentious. But I love writing on it like an English poet. You deserve the best stationery. Probably easier to write than to visit me. I don't mean that in a bitchy way. Not totally. You probably wanted to avoid awkward conversations like this. Pretty much, yeah. Look, the worst thing you can do is treat me like a baby. I still want to laugh and talk shit with my best friend. Can we stop? This is seriously the best view of the sunset. What do photographers call that? The golden hour. See? Without you here, I'd have no clue. Bet you could take some amazing shots. Those beached whales are so sad. I kind of know how they feel. At least, I'm alive here with you. You're a real survivor, Chloe. I know you have to deal with so much. I don't want anybody else feeling sorry for me. I can do that.
along with my parents. My dad still feels guilty about buying me that car. Okay. Dass sich William Vorwürfe macht, kann ich komplett verstehen. Aber es war dann ja anscheinend ein Unfall und das hätte auch immer passieren können. Deswegen will ich überhaupt nicht William beschuldigen. Are you okay to talk about the accident? We never actually have, huh? There's not much to say. Some prick in an SUV cut me off and I flew into a ditch. Oh. Do you remember everything? I saw everything in bullet time. I felt my back snap and that was the last thing I ever felt in my body. When I woke up in the hospital, I literally couldn't move a muscle. Jesus. I don't know what to say. Don't say anything. I'm just happy I did get to see you again. I could have ended up vanishing out of the blue like that girl from Blackwell. Oh. Also haben sich Rachel und Chloe in dieser Zeitspule, sag ich jetzt mal, nie wirklich eng kennengelernt. You mean Rachel Amber? When was the last time you talked to her? Never. I just read about her in the news. I didn't even know her name. You did? This is such a different world than when we were kids, isn't it? After that snow and eclipse, it's more like the end of the world. Also auch hier Schneefall und eine Sonnenfinsternis, die unvorhergesagt ist. Ich meine, Wissenschaftler können das in 10.000 Jahren schon vorhersagen, wann wo eine Sonnenfinsternis ist. Und auf einmal ist so eine. Das ist unmöglich. Do you think so? I haven't kept up with the details. I have more time on my hands than you. Plus, I'm a science nerd. But none of this makes sense. I know things seem out of control, but as long as we're together, I don't feel afraid. Hanging out with you makes me feel like a total kid again. You don't even know. Listen, Chloe, I'm sorry I haven't been out to see you more. That was wrong. You're my best friend. Max, thanks for coming out to see me. You're doing awesome. I don't think so. My nose is getting cold. Maybe we should get back to my place? It is hella cold out here. Hella? I hate that word, no offense. Das ist eine komplett andere Chloe. Keine punkige. Aber auch, weil sie ja quasi an den Rollstuhl gefesselt ist. Sie hatte nie die Möglichkeit, das zu machen, was sie in der anderen Realität hatte. Das ist... Oh Gott. Und sie liebt die Wissenschaft. Also sie ist immer noch verdammt klug anscheinend. Das tut so weh. Das tut so verdammt weh. Wieder zurück. Die Garage wurde also umgebaut. Oh, it's a pretty high-tech lair. Feels like a high-tech cell. But I am lucky my parents bust their ass to take care of me. I know it's hard for them. They're grateful you're here with them. Right. Especially when they can't even take a walk alone. Sometimes I act like a total teenage brat just to give them an excuse to yell at me. Pathetic, I know. Chloe, you're a great daughter. You're kind and sensitive.
when you don't even have to be. Trust me, I still get my rage on. Especially when a nurse has to watch while I take a dump so she can wipe my bum. Or when doctors flip me around like I was a science doll. I can't even imagine. But you're still amazing. You always have been since we were kids. Thanks again for coming, Max. I, need to get my drink on. Can you bring me some water? Aber klar doch. Aber gucken wir uns mal erstmal ein bisschen um. Snow globes are Schneekugeln. taking over. Ja, damit sie irgendwas hat, woran sie sich erfreuen kann, glaube ich. Hello, Chloe. She likes fluffy animals now. Ja, es ist eine komplett andere Chloe. Aber sie hustet auch so sehr. Oh Gott. I still can't believe I put Chloe in that chair. Ja. Schminke? I should offer to put makeup on for Chloe. Not that I can, but it would be fun. Whoa, Chloe can totally control her computer. It's so great people get this high-tech help. Auf jeden That Fall. is so incredible. And she can browse cat videos on the web. Und das alles nur mit dem Mund zu steuern, ne? Also es Chloe ist is still a Wahnsinn. punk at heart. But she can't stage dive anymore. Also doch schon so ein bisschen punkig, aber halt nicht diese punkige Chloe. The Black Attic Club. Nur für 21 oder älter. Ups. That's so cool that Chloe has made friends online. Hot Wheels Chat. Oh, Hot Wheels. Oh mein Gott, das ist... Willkommen im Hot Wheels Chat. Handybot. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie nie persönliche Informationen im Chat preisgeben. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sich mit den Regeln in unserem Chat vertraut zu machen. Miss Blue, was machst du grad? Ignatius, mit dir reden. Miss Blue, haha, ohne Witz. Ignatius, ich ziehe mir gleich zurück in die Vergangenheit rein. OMG, ich liebe es. Scott Bakula ist super. Das bist du auch. Ich hoffe, wir können uns bald treffen. Nicht, wenn du in San Francisco bist. Hey, ich muss zu Physio. Melde mich, du schaust dann wahrscheinlich noch Bakula zu. Tu das unbedingt. Hallo? Ein Armband? There's the old Chloe. Ein Nietenarmband. Na klar, ein bisschen sollte man das schon. Instead of handing Chloe a bong, I'm feeding her water. Das ist schon Did I give her a choice? ein Tropf. That must be her mighty morphine machine. No more bongs for her. Nee, ich glaube, Chloe muss unglaubliche Schmerzen haben. Ein Beatmungsgerät. Oh, sie kann, She has to use that ventilator just to breathe. also selbst das funktioniert nicht mehr. Das ist so At schlimm. least Chloe doesn't weigh that much. Max, it's so cool that you're here again. Does Chloe look at the garden and think about her childhood? She can't even feel the grass now. Aber da hinten ist das Ding. Es ist das Bild, was die beiden gemalt haben. That's a serious heat lamp. Ja, selbst Wärme kann Chloe nicht mehr selbst erzeugen. Das ist so... Ja, aber sie will kein Mitleid. Ich kann's verstehen. Ich kann's voll und ganz Drink up, verstehen. Buttercup. Oh man. No wonder my throat is dry. I don't think I've talked this much the whole year. Have you ever thought about doing a podcast or something? I wish I could punch your face right now. A podcast? Dude, I am a pod in a cast. Boring. Ouch. It was just a thought. I know you're just trying to help. Yeah, that's become a bad habit of mine. You sound like an adult now. It seems like we were kids in another life. To me, it seems like yesterday we were little brats here, watching Power Rangers and destroying the kitchen. Oh my god. We covered everything in flour. Even my parents. That was so hilarious. But a long time ago. You're the only person that I grew up with who visits me.
As you can see, I can't keep all my other friends away. Which friends did you hang out with the most? Megan Weaver, but you don't know her. She was cool. But after my accident, she was too cool for school. I know I wasn't around much. No excuses, I'm a loser. But I am trying to make things right. How? Dude, you're not Supermax. And I'm not trying to guilt trip you. That's what my parents are for. Are they okay? I mean, are they still happy together and everything? So now you're Dr. Bill? I guess they're good, considering they have to deal with me. They laugh and hold hands. And I hope they still get busy, too. I think Joyce and William are incredible. Max, the accident has been so hard on them. Our insurance sucks, and the medical bills are fucking insane. I bet. This tech must be crazy expensive. Along with the drugs, the nurses, the supplies. Mom and Dad are always broke, and they get so frustrated. Is it worth it? Chloe, you're priceless. No pun intended. You are such a geek. That's why I love you. Of course, I know a geek when I be one. See, I'm practically a human entertainment system. It would be sweet to chill out together and watch a movie like when you'd spend the night at my house. What do you want to watch? I think I'm in like a mellow Blade Runner mood. I always cry at the end. Plus, you know I always wanted to have cool colored bangs like Pris. I know. You would look incredible with blue hair. Now let's get this show on the road. And you better not fall asleep on me like you always do when you watch movies. I remember, Max. Swear I won't fall asleep. Not when you're here. Not yet. Okay. Aber schauen wir uns vorher nochmal hier. Ich sehe gerade, wir haben noch ein paar Sachen zum Anschauen. Thanks. I think you missed a grain stuck in my eyeball. Hard to believe how just a little sand can cause such a big mess. It's like that Chinese proverb. A spark can start a fire that burns the entire prairie. You know, like the butterfly thing. So I've heard. Ja. Ein Schlag eines Schmetterlings kann eine Wirbelsturm Nothing but medical supplies. hervorrufen. So, dann haben wir hier noch. She has to use a lot of lotion to keep her blood circulating. Das ist so schlimm. Ey, wirklich. Was haben wir hier? Man, Joyce and William built a whole new bathroom for Chloe. They're so great. Wirklich. Aber rein können wir da jetzt nicht. Okay. Ein Schneereh. Oh, the snow dough. I guess not everything changed. Ach, ja, stimmt. Aus der, was wir aus Versehen hatten runterfallen lassen. Also einmal aus Versehen. Ah, here's the DVD. Alles klar. Da haben wir doch schon mal das. Oh my god. I made that mix for her when we were 12. Pirate Power. Schön. Können wir auch noch rausgehen hier irgendwo? Ich hätte ja gern irgendwie nee, können wir nicht. Schade. Ah, hier ist noch eine Tafel. Chloe's message board since the accident sure looks lonely. I didn't add much. It's nice my parents sent a card at least. Ach, eine Ansichtskarte. Chloe, wir lieben dich und du bist immer in unseren Gedanken und Herzen. Wir hoffen, dich bald wieder lächeln zu sehen. Gute Besserung, Ryan und Vanessa Caulfield. Oh. I wonder who this is. Kind of a generic card.
Ich denke an dich, liebe Chloe. Es tut mir so leid, was passiert ist. Ich bin hier für dich, wenn du etwas brauchst. Ich hoffe, dir geht es bald besser und dass wir uns bald sehen. Megan. I wasn't very available to Chloe. Real nice. Chloe, ich wollte dir nur kurz schreiben, damit du weißt, dass ich an dich denke. Ich komme mir wie eine Null vor, wenn ich sowas wie "Ich hoffe, es geht dir gut" schreibe. Ich weiß, dein Leben ist jetzt anders und ich möchte nicht, dass das unsere Freundschaft im Weg steht. Ja, ich war eine Weile nicht in der Nähe, aber das ändert sich bald. Ich hoffe, es geht dir gut. In Liebe, Max. Also Max hat schon, also diese Max hat ja schon doch an Chloe gedacht und auch geschrieben. Ja. At least I sent road trip selfies to Chloe. I'm sure that made her feel great. Mit diesem Wurstjungen, keine Ahnung. Es ist ja schon irgendwie niedlich. Ne? So, was haben wir hier noch? Das Schneereh, das hatten wir. Da ist noch ein Bild, aber das können wir uns nicht direkt anschauen. Die Schubladen haben wir geschaut. Das ist alles. Können wir nicht irgendwie rausgehen oder so? Schade. Ich wäre gern rausgegangen. Aber gut. Dann Now we have a movie night. machen wir uns mal die DVD an.